kommen jetzt zum letzten Track, auf den wir reacten. Schon so ein bisschen vorbereitet, weil ich mir dachte, bevor ich jetzt viel erzähle, zeige ich vielleicht einfach mal den Intro-Film von Waterfall. Das Album heißt Waterfall. Und den Performance-Film. Da singt er den Song einfach so ein bisschen, damit wir das mal gehört haben. Und dann gehen wir zum Comeback und Title-Track Illa Illa. Dachte ich, unkommentiert gucken wir uns das mal an, damit wir so in die Stimmung kommen von B.I., unseren verlorenen Sohn. Und dann kommen wir zum Musikvideo und dann erzähle ich erst noch mal ein bisschen was. Naja, das hatte ich glaube ich schon mal erzählt, ne? 131 Label, das ist einfach B.I. Cool. Oha. Ist es von seiner Audition? Achso. Jetzt bin ich verwirrt, welcher ist der Song? Es waren einfach mehrere Songs. Man hat glaube ich schon gehört, das hört sich alles wieder sehr deep an bei ihm. Cooles Setting. Geiler Beat vor allem. Waterfall. 쥐고 있던 모든 걸 내려놓고 나서야 피가 제대로 통해 고백 담아놨던 모든 것을 꺼내 바다를 닮은 눈물색을 입 밖으로 토해 Waterfall 춤을 추는 waterfall 하늘 위를 나는 듯이 떨어져 I'm a waterfall 춤을 추는 waterfall 하늘 위를 나는 듯이 떨어져 고마운 나의 사람들 생의 모든 인연 생의 모든 기억 어쩌면 그건 다 기적 마음을 다 내려놓고 머릿속도 비워 치열했던 시간들과 따가웠던 시선 소리치던 내 목소리 코맹맹이 비어 헝클어진 머리카락처럼 엉켜있는 감정 빗어내고 나가야지 떨어짐과 동시에 새롭게 시작하는 폭포 That's me Oh, cool. Das finde ich so geil. Den Satz. Die Metapher Mach ist mal echt zurück. cool. Waterfall begins with falling down, that's me. Ah, okay, jetzt verstehe ich's, ja. Cool. Geil. Film by Mother. Also die Metapher kannte ich halt auch noch nicht. Also es ist richtig cool, Ja. wie er das so verarbeitet hat. Wollte ich dich vorhin fragen, da war irgendeine Stelle, da wollte ich wissen, ob er damit diesen angeblichen Drogenskandal gemeint hat. Ich suche das gerade mal. Gott. Ich liebe einfach, wie er mit Worten umgeht. Was ist da? I should take out everything I kept. Bei Confession, weißt du? Hätte ja sein können, dass du irgendwas gelesen hast. Nee, dazu. keine Ahnung. Ja, also ich muss sagen, ich finde diesen Song so geil. Also der klingt so gut. Einfach mal so ein bisschen, also härteren Rap von ihm. So geil. Okay, bevor wir dann zu dem eigentlichen Musikvideo gehen, wieder natürlich die Facts. Erstes eigenes Album von B.I., nachdem er von Icon rausgeworfen wurde, vor 2 Jahren jetzt.
ist es fast her. Wir haben, ich glaube, in der Zeit hat er irgendwie 4 oder 5 Demos hochgeladen. Die habe ich, glaube ich, euch auch immer mal wieder geschickt, wenn ich das gesehen habe. Die Demos sind jetzt vollendete Songs auch auf dem Album. Insgesamt 12 an das Stück, alles self-produced, kann man auch auf dem Labels-Kanal, auf dem 131-Label-Kanal nachschauen. Das ist eigentlich ziemlich cool, so behind the scenes ein bisschen was von ihm zu sehen, wie er da alleine im Studio hockt und was alles macht. Gefeatured unter dem Album, in dem Album sind auch Lee Hee, die wir vorhin sogar schon gehört haben. Also die hat auch einen Feature-Part in einem von den Songs und Epic High, einer, und zwar Table heißt der, ich weiß nicht, wer das von den zweien ist, die rappen. Der ist aber bei einem Song auch mit dabei. Ich habe das ganze Album noch nicht gehört. Ich freue mich da schon sehr drauf. Ich wollte das machen, nachdem wir hier drauf reacted haben. Ich meine, BI hat ja auch bei Epic High gefeatured, deswegen passt es eigentlich ganz gut. Und in dem Song ist wieder sehr deep. Geht darum, dass er aus einer schmerzhaften Vergangenheit rausläuft in eine fröhliche Zukunft. Das ist mit diesem Illa Illa scheinbar gemeint. Und er redet in dem Song auch unter anderem quasi über das, wie er von seiner Familie getrennt worden ist. Da nehme ich mal ein, dass es Icon ist. Seine Depression und wie er sich alleine wieder da rauskämpft. Der Song hat einen Rekord gebrochen. Oh. Und zwar meisten Aufrufe eines Solo-K-Pop-Mails. Cool. Und sind gar nicht mal so viele, deswegen hat es mich gewundert. Ich bin auch immer noch ein bisschen skeptisch. Es sind 13 Millionen Aufrufe gewesen am ersten Tag. Den Rekord hat vorher Kai mit seinem Song gehalten. Und BI ist jetzt quasi drüber. Ich frage mich, ob das wirklich so stimmt. Habe das jetzt aber wieder 2, 3 Seiten gelesen. Also gehe ich jetzt mal davon aus. Würde mich auf jeden Fall freuen. Coole Sache. Viele Leute haben drauf gewartet. Ich, beziehungsweise wir ja auch. Also gönnen wir uns den jetzt auch. Ich hab Bock. Die erste Szene ist schon so gut. Du meinst der Shot mit dem Ja. Wasser? Ja. Es einfach im Meer anfängt. So, what the fuck? Vielleicht weil er am Ertrinken war. Ja, Mhm. bestimmt. ja. Also ich glaube, wir können nach sau vielen Sachen suchen jetzt in dem Ja. Musikvideo. Ja, der ist so im Smoking, weil er war ganz oben und war so richtig, also mit Icon erfolgreich und er hatte dann so einen krassen Fall und so. Ja, true. Das passt echt sau gut. Das sind mit dem Smoking so erfolgreich. Am Ja, Ende haben wir nicht recht. das passt aber echt gut. Ja, aber er hätte ja auch einfach Schlabberklamotten anziehen können, weißt du? Oder Ja. oberkörperfrei hier. Ja. Gerade so überlebt, so nach dem Motto. Ja, genau. Jetzt kommt es am Strand an und jetzt. 해변이 있었나요 소매 끝에 두 볼에 흐르는 물줄기를 닦아낸 탓에 해변이 있었나요 눈꼬리 끝에 뜨겁게 차오른 물방울이 스며든 Flawless Skin. 나 혼자의 단성 길을 잃었어 감정의 빈혈기 전쟁이 난 머릿속 추억의 Ich hab Gänsehaut gekriegt. 발을 담그게 심장까지 열어 붙을 만큼 Ja, einfach kacke, dass er geflogen ist. 해변이 Unverdient. 있었나요 소매 끝에 두 볼에 흐르는 물줄기를 닦아낸 탓에 해변이 있었나요 눈꼬리 끝에 뜨겁게 차오른 물방울이 스며든 탓에 Das ist der Wasserfall! Mhm. 오는 법을 알려주고 사라진 네 덕에 동공의 자욱한 한계는 거칠 날이 없네 둘이 걷던 모든 길을 Das mit dem Telefon, 사무치게 끌어안던 das war ja auch. Love Scenario. Ja, das mit dem Radio, das war ja. Telefon war ja auch in dem Intro-Song. Da fand ich schon interessant. Hat es auch eine Bedeutung, dass er vielleicht damals auch irgendwie. Ja, ich weiß nicht, ob das. Das würde ich gerne wissen von ihm. Ich kann ja immer nur vermuten, das mit Telefon ist ja Love Scenario, ist ja sein Welthit Number One. Mhm. Da sind die am Okay. Anfang ja auch in so einer Telefonzelle oder zumindest Ja. wie Bobby kommt da raus. Und das Klavier, er hat ja auch auf den Love Scenario auf den Mama Awards performt unter Tausenden von Zuschauern und so. Also man kann da schon viel rein interpretieren, wenn man will. Es ist die Frage, ob alles so gewollt ist, aber
Ja, auf jeden ja. Fall. Also der Hörer, allein, dass es schon beim Intro das Telefonbooster gab Ja, und ja. jetzt nochmal. Der Wasserfall ist auch kein Zufall. Ich meine, wenn der andere Track Waterfall heißt. Ja, das hier mit dem Telefon könnte natürlich aber auch einfach sein, dass er ist halt alleine und Leute rufen ihn an, aber er ist halt. There's no day for the thick fog on my pupil to live. 거칠 날이 없네 둘이 걷던 모든 길을 편히 걷지 못해 사무치게 끌어안던 네가 이제 어디에서 매로 눈가를 비벼고 미안이라서 싫어 이런 나를 두고 어디가 내 기분은 폭풍우가 지나간 뒤 저기야 해변 Da redet er über den Weg, den die gegangen sind. Also ich interpretiere das jetzt mal auf Icon und so, über die schöne Zeit und wie es jetzt zu Ende war. 나를 두고 어디가 내 기분은 폭풍우가 지나간 뒤 저기야 해변이 있었나요 소매 끝에 두 볼에 흐르는 물줄기를 닦아낸 탓에 Oh, er heult. Habt ihr gelesen? Ja, das singt er von Anfang an, das fand ich schon richtig cool, dass der See, also das Meer sind quasi seine Tränen, die da an den Backen runterlaufen und in der Mitte ist dann der Beach. Oder er sieht dann am Ende davon den Strand. Weil er ja auch von der einsamen Insel spricht, ganz am Anfang. 뜨겁게 차오른 물방울이 스며든 탓에 Jetzt lächelt er. Würde mich auch interessieren, ob er noch Kontakt zu den anderen Membern hat. Safe, oder? Weiß Würde ich ich nicht, ob er schon. darf, ob die dürfen, weißt du? Ich denke mal privat. Ich denke mal schon. Ja, aber dann ist es auf jeden Fall nicht so wie früher, weißt du? Ja, das auf jeden Fall Das nicht. ist halt traurig. Ich meine, die weil- haben ja auch viel zu tun, immer. Ja, viel zu tun und Schwierig. nur übers Schreiben, weißt du, dann Ja. wird richtig dumm. Ja. 내가 제일 잘하는 일 울적하면 내게 가장 편안한 질 Hm? 깨져버린 맘에 What the 모서리는 fuck? Was ein Satz? Hast du es gelesen? Ja, wenn du das so lange halt in deinem Leben hast, sodass sich Mm. das Gefühl halt wie zu Hause anfühlt, das ist hart. Also, Das ist schon ist eine hart. Also die Line ist starke übel Line. hart. 가장 편안한 질 깨져버린 맘에 모서리는 뾰족해질 테고 찔리는 건 어차피 또 날 테지만 익숙한 상처인걸 익숙한 Ja, ich glaube, da beschreibt er es gut, ne? 어색한 안녕과 덩그러니까지 익숙한 Also, dass es sich jetzt gemütlicher anfühlt, in der Depression zu stecken, als wieder rauszukommen und dann nochmal verletzt zu werden. Das meint er, glaube ich. Weil er ja auch meinte, jetzt ist es so familiär, dieses Gefühl, es wird wieder passieren und so. Also, als er in dem Tunnel war, hat er das Ja, gesehen. ja, ich finde, das mit dem Tunnel ist halt auch, also du kannst halt jetzt gefühlt überall was rein interpretieren, aber wenn du halt diesen langen, dunklen Tunnel hast, der hinter ihm ist, das ist halt so alles, was ja, in Wasser reinfallen kann, theoretisch. Diese Riesenleere. 뾰족해질 테고 찔리는 건 어차피 또 날 테지만 Ja, genau, das meinte ich ja gerade. Hm. 익숙한 작별인걸 어색한 안녕과 덩그러니까지 익숙한 장 Ich finde, also der Beat ändert sich ja auch nochmal, das ist ja so ganz still, also leiser, finde ich, vom Ton her, wo er das so alles abarbeitet, so, was alles familiar ist. Und das ist so cool, ich mag die Stelle. Ich finde generell auch, also von der Melodie her, ich finde das so krass. Ich weiß nicht halt, ob das traurig ist, ob das so ein bisschen fröhlich ist oder melancholisch. Das hat irgendwie so alles Ja. dabei. Manchmal denkst du so, oh, jetzt wird's traurig und dann lächelt er wieder und dann wirkt das wieder so ein bisschen fröhlicher. Also krass. 뾰족해질 테고 찔리는 건 어차피 또 날 테지만 익숙한 상처인걸 익숙한 작별인걸 Ganz anderer Flow an der Stelle. 어색한 안녕과 덩그러니까지 익숙한 장면인걸 Der ist auch überall alleine. Mhm. Also einmal hat er so eine Szene mit Freunden. Auf der Terrasse, ja. Jetzt hab ich Gänsehaut. Ja.
있었나요 소매 끝에 일라 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 눈가에 일렁이는 파도에 난 또 휩쓸리네 Ja, das ist cool, noch mit dem Abspann. Ja, richtig schön. Hat der von Jackson Wang. 있었나요 소매 끝에 Gerade aufgefallen, bevor wir auf den Song eingehen, da stand gerade eben am Ende wieder Mother. Das heißt, ich glaube, Mother ist der Regisseur von den, Musikvideos. Ich glaube, da hatte ich was gehört. Der soll sehr bekannt sein in der K-Pop-Szene. Hat einfach das von TXT und jetzt von BI einfach gedreht. Ja, Mann. Aha. Ja, Das was war- ein das krasser war kein Song. Joke. Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich Gänsehaut hatte. So. Und immer wieder so schöne Momente. Ich hatte dann gerade am Ende, wo er beschreibt ja nicht, dass er raus ist, aber er beschreibt ja mit dem Song wirklich, dass er halt sieht den Weg raus, dass er den Strand sieht und so. Er sagt ja nie, er ist jetzt geheilt und er ist jetzt übel fröhlich oder so, sondern er sagt ja wirklich einfach nur, dass er halt jetzt die Lichtblicke sieht und wahrscheinlich auch froh ist oder sich darauf freut, langsam daraus zu kommen. Ja, er sagt ja auch, I know that it will crumble, but I will still build a sandcastle und so. Also, dass er weiß, dass es nicht jetzt auf ewig dann gut wieder laufen wird, dass er immer wieder Tiefschläge haben wird. Aber dass es halt nichts bringt, dann immer so in diesem Tunnel zu stecken, weil dann hat man nicht schöne Momente in seinem Leben und die will man ja trotzdem irgendwie haben. Ja, jetzt so, also Jörn und ich, wir sind ja öfter mal so die Beat Family, aber ich finde, also da sieht man halt einfach, wie stark Lieder sind, wenn der Text einfach nur geil ist. Ja, und vor allem, wie gut einfach BI ist. Text und Beat. Übel stark. Mir hat das Waterfall ja schon gut gefallen. Ich bin echt jetzt gespannt auf das Album, auch mit den Feature-Parts. Dann als nächstes BI, Illa Illa. Gab es einen Performance-Stage. Ich habe das noch gar nicht so richtig genau angeguckt, aber ich würde ihn gerne mal irgendwie live performen sehen. Deswegen packen wir das auch noch rein. Und los. 해변이 있었나요 소매 끝에 두 볼에 흐르는 물줄기를 닦아낸 탓에 해변이 있었나요 눈꼬리 Und irgendwie das Echo verwirrend. 뜨겁게 차오른 물방울이 며든 탓에 나 혼자 외딴섬 길을 잃었어 감정의 빈혈기 전쟁이 난 머릿속 추억의 물결 속에 발을 담그긴 심장까지 열어 붙을 만큼 차가워 해변이 있었나요 소매 끝에 두 볼에 흐르는 물줄기를 닦아낸 탓에 해변이 있었나요 눈꼬리 끝에 뜨겁게 차오른 물방울이 스며든 탓에 Oh cool, er hat wirklich so einen richtigen Dance vorbereitet. Voll cool. Ich finde die Bewegung halt auch cool. Ich finde, seine Stimme hört sich auch gerade so kratzig an, so ein bisschen. Der klingt richtig gut live, wenn das so Ja. 100% gerade live ist, ja. Mega, mega gut. Und ich mag seine Moves einfach, er ist nämlich eher so der Hip-Hopper. Er hat einfach eigentlich eher so die Hip-Hop-Moves. Ich finde, das merkst du auch bei den leichten Bewegungen, dass das mehr so dieser Swag-Style hat. Und was mir direkt aufgefallen ist, es sind genau 6 Backup-Dancer. Perfekt mit ihm 7. Da fühlt er sich wohl. Wie bei Icon. Fühlt er sich direkt wohl. Boah, coole Kameraperspektive. Die Kamera, die
Macht so viel Atmosphäre. Mhm, ich muss sagen, die Kameraarbeit gefällt mir auch extrem gut. Auch der Wechsel gerade zu dieser Fisheye-Optik fand ich sau cool. Ja. 흐르는 물줄기를 닦아낸 탓에 해변이 있어 나의 눈꼬리 끝에 뜨겁게 차오른 물방울이 스며든 탓에 Oh, what? What? Gänsehaut. Wow, was ist gerade für ein Trip? Hast du gesehen, wie die Wände sich bewegt haben durch durch die Kamerabewegung und das gleichzeitige Rauszoomen? Ja. Boah, das gerade in Van war übel strange. Ja, die ist jetzt. 어색한 안녕과 동그러니까지 익숙한 장면인걸. 눈가에 엘롱이는 파도에 난 또 휩쓸리네. Oh, das erinnert mich auch wieder so an Icon. Schon wieder Gänsehaut. Jetzt habe ich auch gerade was bekommen. Ey, also, ne, klar, BI hat ja auch immer die Songs von Icon gemacht, aber am Ende macht Icon, das haben sie jetzt leider mit den neuen Songs ja nicht mehr gemacht, aber die hatten das sonst immer, dass die am Ende alle zusammen gesungen haben. Und das Feeling hatte ich auch gerade wieder. Der Track wurde gerade noch mal ein bisschen schneller und ein bisschen härter und er hat mit mehreren Stimmen auch im Hintergrund so gesungen gehabt. Das war wie bei Icon damals. Deswegen habe ich gerade so Gänsehaut bekommen. Übel cool. Süß, wie er gelächelt hat am Ende. Mhm. Der war so, oh Gott sei Dank, fehlerfrei durchbekommen. Perfekt, Leute. Naja, wahrscheinlich schon ein paar Takes braucht. Ja, cool. Hat mir richtig gut gefallen. Viele kleine Sachen. Ich wusste schon in den ersten 20 Sekunden. Ne? Ich fand's richtig schön. Also ich könnte es mir jetzt noch zweimal angucken, so direkt hintereinander. Also ich hätte es jetzt auch nicht gedacht. Ich muss sagen, mit der Auswahl jetzt von den 3 Songs, die wir jetzt am Anfang packen, hatte ich jetzt nicht die große Erwartung. Und jetzt das 17 BI mich so umhauen direkt am Anfang, damit habe ich nicht gerechnet. Richtig cool.